Resort, la vida es mejor, en cada rincón se respira amor. Sal del estrés, ven a vivir, tu paraíso está aquí. Yeah, César's Resort al borde del sol. Buen Dia und herzlich willkommen zu unserem Video 159. 25 Gründe, warum Deutsche aktuell Deutschland verlassen wollen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Bis gleich. Las cabañas te reciben como un sueño tropical. Und bevor wir anfangen, möchte ich gern auf eure Kommentare vom letzten Video eingehen. Ich habe versucht, alle Kommentare zu beantworten, zu lesen. Ich glaube, ich habe es auch geschafft. Und Diana Reddit hat ja geschrieben, warum habe ich das nicht konkret, oder bin ich konkret auf die Probleme eingegangen. Das mache ich heute. Ja, kommen wir zu einem Anolzi-Kommentar. Ich blende es euch wieder ein. Und zwar, Anolzi schreibt, also was Korruption und Kriminalität betrifft, ziehe ich Deutschland Paraguay vor. Gehen wir gleich mal ein. Stichwort Cum-Ex-Skandal, Stichwort Maske-Deals, Stichwort Villa-Kauf in Berlin, Stichwort ich kann jetzt so viel weitermachen. Ja, ich finde hier in Paraguay die Korruption eigentlich, die ist sichtbarer. Ja, das heißt, wenn du irgendwelche Genehmigungen brauchst, dann geht es schneller. Und wenn man Geld hat, ist es sehr angenehm, muss man sagen. Also daher würde ich nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt. Ne? Das ist gefährlich. Dann der nächste Punkt, was er geschrieben hat. Wie man die Preise von den beiden Ländern vergleichen kann, ist mir ein Rätsel. Das Durchschnittseinkommen in Paraguay liegt bei $400. Ja, $400 ist richtig, aber escúchame, also du musst mir richtig zuhören. Ich habe die Preise verglichen, als ich aus Deutschland ausgewandert bin und ich nach 4 Jahren wieder zurückgekommen bin. Für Preisvergleich, ja, lohnt sich dann oder macht es dann Sinn, wenn zum Beispiel Rentner wissen wollen, ja, was kostet hier das Brötchen, was kostet hier der Liter Sprit in Euro umgerechnet und so weiter und so fort. Aber meine Darstellung in diesem Video war vor 4 Jahren die Preise, aktuell die Preise. Er schreibt weiter, du lächelst in dem Video auch fast nicht. Ja, und? Also ich lächle ganz viel und die, wo unseren Kanal kennen, die wissen, was für ein Typ ich bin, also ich brauche mich da nicht erklären. Ich habe es gesehen in der Masse in Deutschland und geh raus, mach die Tür auf, geh raus, ich weiß nicht, wo du wohnst, aber geh doch mal raus und schau den Leuten ins Gesicht. Und dann komm mal nach Paraguay und dann bild dir dein Urteil, ja, wo mehr gelächelt wird. Dann kannst du mitreden. Ah, schreibt ja noch, ihr bist halt sehr deutsch. Natürlich bin ich Deutscher, ich bin und bleib Deutscher und das habe ich ja im Video gesagt, das Deutschsein wird mir niemand nehmen. Er schreibt weiter, übrigens wurden für Windräder 0,01% des Waldes abgeholzt und an anderer Stelle wieder aufgeforstet. In deinem Traumland gingen inzwischen 65% der Waldfläche verloren. Die Großgrundbesitzer holzen noch immer kräftig ab, denn Holzverarbeitung und Landwirt und beziehungsweise Viehwirtschaft sind Haupteinnahmequellen des Landes. Ja, das stimmt. Aber man muss dazu sagen, dass die Abholzung zwischen 1950 und 1980 ging, ja, und inzwischen auch Aufforstungsprojekte hier stattfinden, auch unterstützt durch internationale Organisationen. Auch wir haben unseren Teil hier dazu beigetragen. In unserem Grundstück hier werden mehr Bäume stehen als vorher. Punkt 1. Punkt 2. Wenn du kommst mit 65%, weißt du, wie damals Deutschland ausgesehen hat. Das war komplett Wald. Und ja, die Tiere brauchen hier Platz. Das ist unsere Haupteinnahmequelle. Tourismus kommt jetzt. Sind wir auf Platz 1 mit 53% in 2025 Tourismuswachstum. Ich denke, das wird und es kommen ganz viele Firmen, IT-Firmen, die hier momentan ansiedeln, auch Industrie etc. Also ich denke, Paraguay hat hier richtig große Chance. Und es wird grüner. Und dann muss man auch ehrlicherweise so sagen, dass die Vegetation hier in Paraguay ganz andere Vegetation ist als in Deutschland. Hier wächst alles schneller. Hier wird alles schneller grüner. Ja, die Bäume wachsen schneller. Wir haben keinen richtigen Winter. Wir haben permanent Sonne und so weiter und so fort. Das heißt, hier erholt sich die Natur richtig schnell. Und er schreibt weiter, außerdem ist es der größte Produzent von Marihuana in Süd- und Mittelamerika. Da habe ich jetzt eine Frage, Anolzi. Könnt ihr Marihuana kaufen bei euch in Deutschland? Ist es legal? So, und dann kommen wir zum wirklich absoluten Lieblingskommentar. Und zwar ist es die Lucy Flower 798. Ich blende es euch wieder ein. Die hat geschrieben, was hast du für Probleme? Gehörst ja nicht mehr zu Deutschland und gut.
Lucy, ich finde es interessant, dass wenn du meinst, ja, dass wenn man auswandert oder ausgewandert ist, dass man dann sein Recht auf Meinung verliert. Das zeigt mir aber schon, das ist ja das, was ich an Deutschland mitbekommen habe, zeigt mir schon, wo die Richtung hingeht bei euch, ja. Übrigens, liebe Lucy, habe ich eine Firma in Deutschland. Meine Firma zahlt Steuern in Deutschland. Ich hoffe, du bist keine Bürgergeldbezieherin. Und somit, unabhängig, ob ich eine Firma habe oder nicht, ich bin deutscher Staatsangehöriger, ich darf meinen Senf dazugeben und ich hoffe, dass du nicht von meinem Steuergeld lebst in Deutschland. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, und dann hat noch einer geschrieben, der ist fast genauso gut wie der Lucy ihren Kommentar. Klar, wie jeder YouTuber, alles nur für Klicks und das große Geld. Ja, Leute, beschäftigt euch doch mal mit dem Thema, ja? Beschäftigt euch mal mit dem Thema, bevor ihr irgendein Müll raushaut oder rausschreibt. Der Kommentar wurde inzwischen gelöscht. Ich weiß jetzt auch warum, aber ich möchte trotzdem eingehen. Und zwar blende ich jetzt euch mal ein, was ich dem Video verdient habe. Das sind ganze $85. So, und wer uns folgt, ja, auf unserem Kanal, der weiß ganz genau, dass wir die ganze Einnahme vom YouTube-Kanal spenden. Ihr könnt sämtliche Videos anschauen, ja, wir haben Feuerwehrauto gespendet, wir haben Kleider gespendet, wir haben für die Feuerwehrsache gespendet, fürs Krankenhaussache gespendet. Was hast du gespendet bisher in deinem Leben? Was machst du sozial in deinem Leben? Kannst du für 85 € leben oder Dollar leben? Also ich nicht. Und wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, ich habe hier Firma in Deutschland. Nochmal, ich bin nicht angewiesen auf die YouTube-Einnahmen und so weiter und so fort. Und beschäftigt doch einfach mal, was man überhaupt kriegt bei YouTube, ja. Also wenn ich das ins Verhältnis setze, das Geld, die $85, mit der Arbeit, wo ich habe, mit dem Videoschnitt, ja, und, da muss es bleiben lassen. Aber es ist ein Hobby, mir macht Spaß, ja, und ich gehe ja gern ein auf den Diskurs, ja, und freut mich ja auch. Also, in diesem Sinne, fangen wir jetzt an mit unserem Video, die 25 Gründe, die ich gehört habe in den Gesprächen. Ich habe es zusammengefasst, wir fangen jetzt direkt an. Ja, dann kommen wir endlich zu den 25 Gründen, warum viele Deutsche Deutschland verlassen, wohl aktuell. Diese 25 Gründe habe ich in den Gesprächen mit meinen Kunden und auch in der Deutschlandreise. So, ich muss gerade ein bisschen Pause machen, weil die Möwe hier die ganze Zeit rumschreien. Kommen wir zum Punkt 1 und das sind die verdammt hohe Lebenshaltungskosten. Und es ist halt tatsächlich so, ja, wenn ich heute Rentner sehe, was die bekommen in Deutschland, wie die Miete sind, ja, wenn ich sehe zum Beispiel Einzimmerwohnung in München, 1200 €, wenn ich die Strompreise sehe in Deutschland, dann wird man da ja, das sind halt extrem hohe Lebenshaltungskosten und das sind halt für viele, wenn man halt merkt, dass man monatlich nichts mehr ansparen kann, weil halt alles so extrem teuer geworden ist, dann macht man sich schon Gedanken, ja, wo ist man mit seinem Kapital eigentlich besser aufgehoben. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema, die Steuer. Ja, die Steuerlast ist halt vergleichsweise hoch, ja. Also gerade wenn man jetzt sieht, laut OECD zum Beispiel tragen deutsche Arbeitnehmer eine der höchsten Steuer, ja, und Abgabelasten weltweit. Jetzt nehmen wir mal Punkt 1 wieder und Punkt 2, die Steuerlast zusammen. Ja, ich habe hohe Lebenshaltungskosten, ich habe weltweit die höchste Steuer zu bezahlen. Klar macht man sich da Gedanken, verstehe ich absolut. Ja, dann gerade die Nummer 3, die Überregulierung in viele Lebensbereiche, ja, gerade wenn ich mit meinen Kunden rede, zum Beispiel, wenn es beispielsweise benötigt ein Brötchen ausfahre, ja, von einer Bäckerei, der braucht dann Lizenz für Gefahrgut, ja, das ist absolut, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich könnte Tausende nennen, ich habe das Gefühl momentan, ja, dass permanent, wenn du was erreichen willst in Deutschland, dass dir permanent Stein in den Weg gelegt wird, ja, von der Behörde oder irgendwas, dass du ja nicht irgendwie was machst. Wie gesagt, ich habe das selber erlebt, auch mit 18, wo ich die erste Firma gegründet habe und ja, die Überregulierung in ganz viele Bereiche, das ist, der Staat greift immer mehr ein und ja, die Freiheit immer enger etc. pp. Ich kann es auch hier nachvollziehen. Punkt 4, ja, Bürokratie, langsame Behörde, Unternehmerklage, ja, langwierige Gründungsprozesse, ja, komplizierte Verwaltungsverfahren. Ich habe es am Video schon gesagt, hat gerade mit dem einen, ja, wo sein Carport bauen will. Wir reden hier von einem Carport und wartet von einer Genehmigung der Gemeinde, ja, seit über einem Jahr. Und
das ist halt auch hier wieder, muss ich sagen, wenn halt du Leute hast, ja, es gibt noch Leute, die wollen was erreichen, ja, es gibt Leute, die wollen halt nichts mehr schaffen, die wollen nur YouTube machen, Social Media etc. Es ist ja okay, können sie auch machen, jeder soll seinen Weg gehen, aber es gibt halt wirklich noch Leute, die anscheinend noch Firma gründen wollen, ja, Steuern bezahlen wollen in Deutschland etc. Und denen wird halt permanent Stein in den Weg geworfen, ja, und ich muss mich jetzt halt wieder wiederholen, es tut einfach weh. Ja, jetzt habe ich schon den 4. Punkt eigentlich schon vorweggenommen. Das ist das wenig unternehmerische freundliches Klima in Deutschland. Die Anzahl der Unternehmensgründungen sind tatsächlich rückläufig. Ja, wir sind in einer Rezession schon das 2. Jahr, beziehungsweise nicht wir, sondern Deutschland ist in Rezession seit 2 Jahren. Und du hast halt permanent bürokratische Hürde. Und das ist so der Punkt, was ich jetzt so von meinen Unternehmenskunden dann mitbekommen habe, wie die halt klagen. Ja. Punkt 6. ist die angespannte Wohnsituation in Städten, auch in Dörfern teilweise, je nachdem, welche Region das du in Deutschland lebst. Ja, es sind geplant gewesen 400.000 Wohnungen, die neu gebaut werden jährlich. Ja. Das Ziel wird deutlich verfehlt. Dazu kommt noch auch hier der Eingriff vom Staat mit irgendwelchen Wärmepumpe, ja, und so weiter und so fort. Man ist sehr unsicher, ja, will kaum noch was investieren, etc. Hört ihr denn? Geil, oder? Richtig schön. Also, mir habe hier Vögel, Wahnsinn. Wahnsinn. Vorgestern hatten wir hier 2 Tukane sogar und 2 Aras sind auch schon drüber geflogen, das ist richtig toll. Aber machen wir weiter. Punkt 7, was ich in den Gesprächen mitbekommen habe, ist das Wetter in Deutschland. Und ich kann das nachvollziehen, auch hier, ja, wenig Sonne, schlechtes Wetter, wie war euer Sommer? Dann Überspitzungen in den Medien, ja, wenn da mal 30 Grad kriegt, ja, der ist jetzt aber laut, wenn er mal 30 Grad kriegt, dann Hitzewelle, 35 Grad etc. Meine Fresse. Tropische Nächte, ja, bei 22 Grad. Ich wäre froh, ich hätte im Sommer hier 22 Grad nach. Das wäre super. Aber halt tatsächlich viel zu wenig Sonne, egal ob Winter oder im Sommer. Lange Zeit war jetzt auch verregnet dieses Jahr in Deutschland. Und wäre jetzt für mich jetzt nicht der Hauptargument nice to have, sage ich mal. Aber ich kann auch diesen Punkt nachvollziehen. Ja, 8. Punkt, zu wenig Wertschätzung für Berufe, für bestimmte Berufe, also ob das jetzt Polizisten sind, Pflegekräfte, ja, mit denen ich gesprochen habe. Als Polizist bist du momentan nur der Depp, ja, also von der Politikseite, auch von der Bevölkerung. Pflegekräfte betreue durchschnittlich, ja, etwa 18 Bedürftige, ja, pro Schicht. Die Ärzte hier haben verdammt viel Zeit für dich. Die nehmen sich Zeit, ja, Optiker. Hautarzt war jetzt Kontrolle, Stunde, ja, die Rede mit dir und ja, was machen wir morgen, was machen wir am Wochenende und warum, wieso, weshalb. Du bist nicht nur eine Nummer hier in Paraguay, die nehmen sich Zeit, du bist ja Mensch. Und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, dass man als Mensch wahrgenommen wird. Nummer 9, ja, Bildungssystem in Deutschland. Viele haben gemeint, das soll man mal reformieren. Das ist altgebacken, das Bildungssystem. Ich kann es nur von mir sagen, also die Chance, ja, man muss schon Geld haben, damit man Studienplatz kriegt oder Studienplatz finanzieren kann, etc. pp. Ist aber hier genauso in Paraguay. Aber das, was teilweise in der Schule gelernt wird in Deutschland, hat eigentlich, es bleibt minimal was hängen, ja. Mittlerweile, es gibt Taschenrechner, was bei mir damals, den durfte man nur zu bestimmten Arbeiten nutzen. Macht frei, wir haben 2025, ja. Die KI, ja, Finanzen, ja. Warum wären die Leute oder die Schüler nicht mit dem tagtäglichen Leben mal konfrontiert? Ja, was passiert zum Beispiel in 9. Klasse, 10. Klasse, wenn ich in Miete gehe, wenn ich eine Ausbildung anfange? Ja, was ist wichtig, wie funktioniert das? Ja, was ist Festgeld, Sparbuch? Auch, dass man da mal ein bisschen was mitteilt den Leuten, ja, wie funktioniert KI, ja, wie schreibe ich richtige Prompts, etc. Das ist das neue Alter und ich denke schon, das müsste oder sollte man anpassen in Zukunft. Ja, bleiben wir bei der Nummer 10. Ja, bleiben wir bei dem Bildungssystem überfüllte Schule und Kitas. Du kriegst kaum noch einen Platz. Du bist gezwungen, daheim zu bleiben. Das heißt, es fehlt ein Einkommen. Und das ist auch ein Punkt, wo halt viele gesagt haben, da geht man hier dann ins Ausland, hat halt hier dann Kitas bzw. Schule, wo man halt Platz hat.
Nummer 11, kommen wir wieder zu meinem Thema von vorhin, ja, das ist die Sicherheitsbedenken in bestimmten Gegenden und das war ein ganz, ganz großes Thema, als ich in Deutschland war. Viele trauen sich nicht mehr raus, abends alleine zu laufen. Ich sehe selber momentan, dass ganz, ganz viele Mädels, die abends in der Großstädte alleine unterwegs sind. Du brauchst nicht in die Großstadt gehen, du kannst auch bei uns in der Region, wo ich herkomme, mittlerweile in den Kleinstädten abends nicht mehr bestimmte Bereiche betreten. Du kannst es schon, ja, auf eigene Gefahr. Das ist traurig und die Mädels, das wollte ich noch sagen, die machen mittlerweile Lives auf TikTok, ja, damit sie in Ruheklasse wäre von den Ansprache. Ihr müsst wirklich mal reingehen und das anschauen, was da wirklich abgeht. Und ich kann das absolut voll nachvollziehen. Und wer uns folgt hier auf unserem Kanal, der weiß ganz genau, du kannst hier in Encarnación nachts um 4, 5 ja, aus dem Club hier rausgehen, aus der Bar hier rausgehen als Frau, du kannst allein laufen, da passiert nichts. Ja, es passiert nichts. Nummer 12, die gesellschaftliche Spannung nimmt zu. Beziehungsweise gesellschaftliche Spannung, gesellschaftliche Teilung nimmt zu. Ja, ob du schwarz bist, weiß, ob du links bist, rechts, ob du geimpft bist, ungeimpft, ob du für Israel bist, gegen Israel bist, ob du für Ukraine bist oder gegen Ukraine bist. Es hat so ein Schema, so ein Muster, dass jedes Mal so ein Keil von oben irgendwie reingedrückt wird. Und das ist nicht schön und viele sind da unglücklich. Und das ist ja das, was ich auch gesagt habe im letzten Video, ich verstehe die Leute, ja, warum das sie nicht mehr so viel lächeln. Weil es halt permanent voller Säuge sind. Der Vogel pfeift und pfeift sind 2 Vögel gerade. Die hören nicht auf. Ich hoffe, das geht im Video. Okay, so, dann kommen wir zu Punkt 13. Ja, politische Unzufriedenheit. Ganz, ganz großes Thema. Also ich muss sagen, die gesellschaftliche Spaltung, ja, und die politische Unzufriedenheit, das war das Hauptthema und Kriminalität in meiner Deutschlandreise. Es fühlen sich einige Bürger fühlen sich nicht von der Politik vertreten. Hat auch damit was zu tun, ja, wenn ich halt sehe, Beispiel Bundeskanzler Merz, was er vor der Wahl sagt, was aber auch schon bei Merkel so war und was nach der Wahl passiert. Das ist halt das krasse Gegenteil. Und klar verstehe ich da, dass da das Vertrauen verloren geht in das politische System. Und ja, auch das Thema Regenbogenfahne und so weiter. Ich habe da überhaupt nichts dagegen Regenbogenfahne, aber muss man es permanent aufdrücken? Und was hat eine Regenbogenfahne bitte schön am Bundestag zu tun? Natürlich müssen die Leute gesehen werden, aber die können ihren CSD machen, ja, so wie wir früher die Love Break gemacht haben in Berlin. Aber nochmal, ich muss doch nicht Techno oder eine Musikrichtung irgendjemand aufdrücken oder der Allgemeinheit. Das führt zum krassen Gegenteil. Das ist das, das ist meine Meinung und ich denke, das Problem wäre anders, wenn die Politiker endlich mal das machen würde, was sie vor der Wahl ankündigen, dass sie es mal umsetzen, Punkt 1, um das Vertrauen wieder zurückgewinnen und Punkt 2, Mensch, lasst die Menschen leben in Deutschland und drückt es nicht auf jedem, ja, nicht jeder will so leben und wenn sie so leben wollen, dann ist es doch okay. Thema erledigt. Punkt Nummer 14, und zwar Wunsch nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Ja, verstehe ich. Ja, ich verstehe ja, dass das, wie ich jetzt vorhin schon erwähnt, ja, durch die Regulierungen der EU hauptsächlich, ja, und es wird immer mehr eingeengt, ja, beim Auto, Verbrenner etc. pp. Warum ist man da eine Technologie offen, zum Beispiel beim Verbrenner und sagt zum Beispiel, hey, wir lassen alle Technologien zu, auch wenn es mal Benzin gibt, ja, das kein CO2 ausstößt, ja. Warum ist das von vornherein verboten worden? Ist das wieder Lobbyismus? Ich weiß es nicht. Ich finde es bloß schade, dass es die Einschränkungen gibt. So, und das heißt auch, das nimmt mal ein Stück Freiheit weg. Für mich Freiheit ganz, ganz wichtig. Deswegen dieser Punkt verstehe ich. Es hat auch was mit Überregulierung zu tun, ja, von der EU aus etc. pp. Aber wie gesagt, ich verstehe den Punkt wirklich. Nummer 15, ganz, ganz wichtiger Punkt. Hektischer Lebensstil, wenig Entschleunigung. Das kann ich nur bestätigen, wie gesagt, als Unternehmer damals oder immer noch. Du bist schon in deinem Hamsterrad drin. Ihr werdet jede Woche, also ich weiß noch ganz genau, wir haben so 90er, 2000er haben wir eigentlich ziemlich ruhig gehabt. Da war mal Finanzkrise, Wirtschaftskrise. Aber mittlerweile, wenn ich die Nachrichten verfolge, es wird ja jede Woche eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Ja, so hat man das bei uns gesagt damals oder immer noch. Ja, ihr wird zugeballert mit Informationen, mit Krise, mit schlechten Nachrichten. Boah, das macht halt schon was, ne? Und du gehst halt schaffen, du hast deinen 9-to-5-Job und gehst dann heim und wirst dann zugemüllt und das permanent und dann die hohe Lebenskosten, Lebenshaltungskosten, die hohe Steuerlast, klar.
Verstehe ich auch. Nummer 16, Mangel an Perspektiven für junge Familie, habe ich aufgeschrieben. War auch, musste wieder als Stichwort, hohe Lebenshaltungskosten und unsichere Zukunftsaussichten erschwere Familiengründungen. Ich kenne ganz, ganz viele auch, die momentan sagen, sie wollen gar keine Kinder mehr in die Welt setzen, oder in Deutschland zumindest nicht. Auch finanziell ist das eine Frage, ne? Also es hat jetzt nicht nur was mit Freiheitseinschränkungen zu tun. Wenn man Eltern wird, dann tut man immer ein bisschen zwei Freiheit oder sich dann zurückstellen oder der Partner und ist dann für das Wohl des Kindes da. Aber klar, die Frage, ich kann mir kein Kind mehr leisten. Das war das, was ich oft hören musste. Wir können es uns finanziell nicht erlauben. Punkt Nummer 17, die Überalterung der Gesellschaft. Ja, was hat das jetzt im Auswandern zu tun? Und zwar, das war richtig helle. Die sagen, hey, was passiert denn eigentlich, wenn die ganze Babyboomer, ja, die nächsten 10 Jahre in Rente gehen? Also momentan sind es, glaube ich, 12, 13 Millionen, die den Laden am Laufen halten. Davon sollen 5 bis 6 Millionen in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen. Das heißt, sie wären von Steuerzahler zu Leistungsempfänger. Haltet es die Kasse noch aus? Stichwort, ja, es fehlt ja jetzt schon seit Jahren Geld in der Rentekasse, ja. Es fehlt jetzt, haben wir wieder ein Loch im Haushalt von 172 Milliarden. Die ganze Schulden, die aufgenommen worden sind, wir reden da von Billionen. Wer soll das Ganze bezahlen? Und die Überalterung, ja, ist auch eine Herausforderung für die ganze Sozialkasse. Also nochmal, was kann die Sozialkasse machen? Beispiel Pflege, Krankenversicherung, die können hergehen, können den Beitrag steigern, aber wie hoch soll die Belastung noch werden? Oder man nimmt Leistungen heraus, ja. Damals zum Beispiel hat es ja noch eine gesetzliche Krankenversicherung, weil die Brille mitversichert, ja. Das ist ja gestrichen. Man muss jetzt die Brille selber bezahlen, etc. Und lauter so Kleinigkeiten. Und das ist halt schon jetzt noch nicht ein Problem, aber die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die sehen es dann, was passiert in 5 oder 10 Jahren, ja, muss ich da noch mehr abgeben, etc. pp. Punkt Nummer 18, der Wunsch auch oder nach natürlicher Lebensweise. Also das Bedürfnis einfach zu haben, im Einklang mit der Natur, ja, zu leben. Ja, verstehe ich auch. Und nochmal, fang doch mal an, in Deutschland die ganze Städte mal zu begrünen, ja, Bäume zu pflanzen, etc. pp. Wer sich auskennt hier in Südamerika oder explizit jetzt Paraguay, schaut euch unsere Hauptstadt an von oben. Schaut euch Encarnación an von oben. Ja, wir haben 180.000 Einwohner und es ist komplett grün. Es ist alles grün, überall Bäume und so weiter. Das ist der beste Schattenspender, gerade wenn es heiß ist. Und es ist sehr angenehm, muss ich sagen. Also wir sind wahnsinnig glücklich und wir haben das auch wieder so ein Stück weit verloren gehabt in Deutschland, dass du so sich entfernt hast von der Natur und jetzt wieder zurückkommen bist. Ich muss sagen, am Anfang, ja, wo wir nach Paraguay kommen sind, da wird ganz, ganz viel mit Kräuter gemacht. Ja, wenn du ein Problem hast, ja, trink das, ja, mach das, sell jenes. Es funktioniert. Ich war skeptisch gegenüber diesem Thema. Ich muss mittlerweile sagen, ich wurde besseren belehrt. Ja, stimmt. Nummer 19, Zunahme von psychischem Stress und Burnout, steigende Anforderungen im Berufsleben. Was heute ein Mann macht, habe damals 2 gemacht, ja, das meine ich damit. Dann, wenn ich die Gehälter anschaue in Deutschland, was bezahlt wird, den Stress auszusetzen, ihr habt nur eine Gesundheit, ihr habt nur ein Leben und ihr habt eure Zeit, wo ihr euch verkauft. Ihr verkauft euch als Arbeitskraft und das wird wohl wenig geschätzt, ja. Was ich aber auch denke, muss ich ehrlicherweise sagen, was in Zukunft anders da werden wird, wenn eben weniger Leute auf dem Arbeitsmarkt sind, dann dreht sich das ganze Spielchen. Und ich denke, die KI wird da ganz, ganz viel dazu auch beitragen, dass andere Arbeiten frei werden, aber ich doch noch irgendwelche Leute brauche in Unternehmen. Und ich denke schon, dass das dann da irgendwann mal so ein Change kommen wird. Punkt Nummer 20, was ich mir anhören musste, war das Gefühl von Überwachung oder Einschränkung. Also Beispiel, Datenschutzgesetze, digitale Überwachung können als Eingriff in die Privatsphäre, ja, wird es empfunden. Ich kenne es auch von TikTok etc., dass man permanent eingeschränkt wird wegen nichts, ja, dass man irgendwie zensiert wird wegen nichts. Und auch in Facebook damals, ja, die sogenannten Fake News, die sogenannten Faktenchecker, was sich dann halt rausgestellt hat, dass da doch der Fakt, ja, wo die Faktenchecker als Fake hingestellt haben, dass der Fake dann doch tatsächlich die Wahrheit war.
Aber das geht immer weiter und ich sehe das mit großer Sorge, ja. Ja, Punkt Nummer 21, ich habe es vorhin schon vorweggenommen, das sind die steigenden Krankenkassenbeiträge. Ich denke, da müssen wir nichts dazu sagen. Es wird alles teurer werden und die Frage ist halt, bis zum gewissen Maß kann der Bürger noch diese hohe Lasten, nicht nur Steuerlast, sondern auch die anderen, Sozialversicherungsabgabe etc. tragen. Punkt Nummer 22, kaum Raum für alternative Lebenskonzepte, habe ich mir notiert. Es ist schwierig, in Deutschland so unkonventionelle Lebensweise irgendwie oder Lebensstil, ja, zu leben, ja. Das stoßt man halt oft auf bürokratische Hürde oder auch gesellschaftliche Skepsis etc. Und das sind halt viele, wo auch sagen, okay, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Ich will mir nicht mehr rechtfertigen müssen vor irgendwelche Behörde, wenn ich irgendeinen Traum habe oder irgendwas und gehe dann weiter. Nummer 23, ich habe nicht nur mit Deutschen gesprochen, sondern ich habe auch ganz, ganz viele ausländische Freunde, also die in Deutschland Ausländer sind. Und die haben sich auch beklagt. Also die haben auch die folgenden Punkte genannt oder einige davon, aber sehen es wirklich gesagt, hat so schwierige Integration, ja, für Rückkehrer bzw. oder Ausländer. Man wird gerade im Arbeitsmarkt in der Gesellschaft habe dies verdammt schwer oder schwieriger bei Wohnungssuche etc. Aber sie haben mir auch gesagt, das ist auch die Wahrheit, wo ich auch sagen muss, dass seit 2015 sie mit anderen Augen angeschaut werden. Mir tut es leid, ja, weil nicht jeder oder alle Ausländer sind so. Und ich finde es auch schade und das ist halt immer so der Generalverdacht dann, ja, alle Ausländer sind so. Mir tun die Leute weh, ja, die wirklich was zu beitragen wollen zu diesem Land, dass die dann noch, ja, die es jetzt dann schwerer haben aufgrund der Umstände, aber die Geister, die ich rief, sage ich dann nur. Mir tut es bloß weh, ja, für meine Kumpels, wo ich habe, mit Migrationshintergrund, dass die momentan extreme Probleme haben in Deutschland. Nummer 24, lange Wartezeit im Gesundheitssystem. Also, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video gesagt habe oder irgendwas, aber wow. Also wenn ich da jetzt einen CT-Termin brauche, 6 Monate, ich brauche für einen normalen Termin 3-4 Monate, aber das ist ja klar, nochmal, wir haben weniger Ärzte in Deutschland, wir müssen sie vom Ausland holen oder Deutschland holt sie vom Ausland, ist das ein bisschen kolonistisches Denken, ja, das heißt, ich glaube mir von den anderen dann die Fachkräfte etc., aber nochmal, wir haben eine alterne Bevölkerungsstruktur. Es fehlen Ärzte durch die Migranten, die jetzt reingekommen sind, die letzten Jahre. Die kriegen auch eine Behandlung, ja, teilweise gratis, sage ich mal, oder der größte Teil gratis. Natürlich, es fehlt vorne und hinten an Personal, gerade im Gesundheitssystem. Das ist eine riesige Herausforderung für die nächsten Jahre. Und wir waren beim Optiker beispielsweise, ja, du gehst dahin, ich habe es vorhin erzählt, dann nimmt sich Zeit. Wenn ich morgen Zahnarzttermin will, dann kriege ich morgen Zahnarzttermin. Will ich heute einen, kriege ich heute einen. Überhaupt kein Problem hier. Letzter Punkt, und ich bin jetzt auch ein bisschen müde, muss ich sagen, Abenteuerlust und Wunsch nach neuen Kulturen und Erfahrungen. Ja, natürlich, ich meine, da könnt ihr euch was vorstellen drunter. Ja, also man muss auch sagen, dieser letzte Punkt, muss man sagen, das ist eine Anreihung von einer Folgepunkte und dann sagen sie sich irgendwann, so, jetzt reicht's, ich will neue Erfahrungen sammeln, ich will mein Leben bereichern, ich will einfach neue Kulturen kennenlernen, ich will raus aus Deutschland. Und es sind verdammt extrem viele, also gerade was mir hier Anfragen kriege und ich rede hier nur von Paraguay und nur von einem Teil, wo wir sind, ja, Encarnación und ich bin nicht der Einzige, die fragen mich, hey, wie sieht's aus, so und so, ganz, ganz viele Unternehmer oder aktuelle Unternehmer, ehemalige Unternehmer, viele Leute, die Geld haben, Leute, die sich Online-Business aufgebaut haben, die wollen alle raus aus Deutschland. Nicht alle nach Paraguay, nicht jeder passt nach Paraguay, sondern für den einen ist Ungarn besser, für den anderen ist vielleicht Thailand besser, Kanada, USA, ich weiß es nicht. Für jeden Topf ist ein Deckel da. Und ich für mich, die größte Erkenntnis nach diesen 4 Jahren, muss ich tatsächlich sagen, hört auf euer Herz, lasst euch nicht von der Angst, was ist wenn, und seid auch nicht so schade, wenn die Auswanderung nicht klappt. Nochmal, ihr habt es versucht, ja, und mir ist jemand 1000-mal lieber, der ja einen 1000-Meter-Lauf machen will, er aber nur 800 Meter schafft, aber er hat es versucht, ja, und manche gehen her und sagen, nee, machen wir nicht. Die
die Leute schaffen das eh nicht. Ja, nochmal, ich kann nur was erreichen im Leben, wenn ich den ersten Schritt wage, und Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und deswegen, ich ziehe für euch allen den Hut, die sagen wollen, ich bleibe in Deutschland zum Beispiel, ja, ich mache mir Firma in Deutschland, ziehe ich genauso den Hut, wie einer sagt, hey, ich nehme mein Leben in die Hand, ich gehe ins Ausland, egal wohin, habe ich größten Respekt davor. Und seid euch nicht so schade, wie vorhin erwähnt, wenn es nicht klappt, ihr habt es versucht und ja, ihr könnt noch gewinnen an der ganzen Geschichte. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt bitte gesund, das ist das Allerwichtigste. Und im nächsten Video oder die nächsten Videos werden sein, warum ich seit 15 Jahren sage, dass Deutschland das Argentinien 2.0 ist. In diesem Sinne, alles Gute, viele Grüße nach Deutschland, bis dann, ciao.